Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei Jumo genau richtig. Ich bin der Niklas und heute zeige ich euch, wie ihr die Jumo Smartware Evaluation auf einem Windows-System installieren könnt. Ihr kennt die Smartware Evaluation noch nicht? Dann ganz kurz. Die Smartware Evaluation ist unsere Software zum Auswerten und Visualisieren der von unserem Variton aufgezeichneten Prozessdaten. In dem Video möchte ich euch im Detail die Unterschiede zwischen einer Admin-Installation und einer Installation als Domain-User mit separaten Admin-Rechten zeigen. Okay, los geht's. Ja, die Smartware Evaluation wird zumeist auf Windows Server System eingesetzt. Das ist auch der Grund, warum warum ich euch zeigen möchte, ja, wie einfach doch so eine Installation vonstatten geht. Im Prinzip sind es 4 Schritte, die wir durchlaufen müssen. Zu Beginn müssen wir erst die Virtualisierungsfähigkeit im BIOS sicherstellen, aktivieren. Danach wird das Windows Subsystem for Linux WSL2 installiert. Wenn wir das gemacht haben, geht es schon direkt in die Docker Desktop Installation und abschließend zu guter Letzt die Smartware Evaluation. Ja, fangen wir an mit der Aktivierung der Virtualisierungsfähigkeit im BIOS. Bei dem Standard-HP-Rechner hier kann man mit F10 in das BIOS-Setup springen. Im BIOS-Setup kann man dann unter Advanced und System Options ganz einfach die Virtualisierungsfähigkeit mit einem Häkchen aktivieren und speichern. Wenn man das gemacht hat, über Speichern verlassen und aus dem BIOS rausgehen. Natürlich können die Installationen oder die Einstellungen hier von System zu System ein bisschen abweichen, aber das sind die grundlegenden Sachen, die zunächst gegeben sein müssen. In diesem Kurzvideo möchten wir euch zwei verschiedene Möglichkeiten zur Installation der Smartware Evaluation näher bringen. Zum einen der Fall, dass ich einen reinen Admin-Account habe, also auf dem System ist nur ein Account mit einem Admin beispielsweise. Oder eher der Standardfall vielleicht, dass man einen Domain-User hat und der Domain-User für Installation auf einen Admin-Account zugreift. Der zweite Fall, der ist wahrscheinlich der häufigere Fall. Man muss aber wissen, dass die Installation von Punkt 2 und 3, also von WSL2 und vom Docker Desktop, hier leicht unterschiedlich abläuft. Als erstes möchte ich euch aber erstmal zeigen, wie man die Installation mit einem Admin-Account durchführt. Ja, auf meinem Rechner hier bin ich als Administrator angemeldet. Und ja, ich möchte direkt in die Windows PowerShell rein, diese als Administrator ausführen, weil ich ja gleich schon starten will mit der WSL-Installation, die als zweites folgt. Das Ganze kann ich durchführen, indem ich einfach da oben in der Leiste WSL Leerzeichen minus minus Install eingebe. Und ja, das Ganze kann ich mit Enter bestätigen und schon werden die Patches und die Kernels, die für das Windows Subsystem für Linux notwendig sind, heruntergeladen und installiert. Was danach auch noch automatisch heruntergeladen wird, ist Ubuntu. Ubuntu ist das Betriebssystem von Linux, was wir nutzen. Und natürlich müssen wir das vorher auch runterladen. Das Ganze kann jetzt ja, knapp eine Minute dauern. Und ja, nachdem das alles automatisch heruntergeladen wurde, bekommen wir auch gleich schon einen Dialog angezeigt, dass es erfolgreich abgeschlossen wurde. Wenn das der Fall ist, einfach mit Enter bestätigen oder stehen lassen. Und dann können wir schon direkt rausgehen aus der Windows PowerShell und ja, beim Rausgehen führt Windows automatisch einen Neustart durch. Der angesprochene Neustart ist jetzt abgeschlossen und ja, Ubuntu hat automatisch die Installation fortgesetzt. Wir müssen jetzt hier für die Ubuntu- und Linux-Welt ein eigenes Passwort und einen eigenen Benutzer anlegen, das Ganze bestätigen und schon ist die Installation für Ubuntu und auch WSL2 abgeschlossen. Da müssen wir jetzt nichts mehr weiter installieren. Wir wollen das natürlich auch nochmal überprüfen in der Windows PowerShell, ob soweit alles funktioniert hat. Das heißt, ist es die richtige Version von dem WSL, weil wir brauchen ja WSL2, das sollte natürlich alles gepasst haben. Nichtsdestotrotz können wir das ganz einfach in unserer PowerShell nochmal überprüfen. Wir geben jetzt hier WSL List -v an. Das -v ja, gibt uns die Information über die Version. Und wenn wir das Ganze dann ja nochmal kurz bestätigen, dann sehen wir, okay, WSL2 wurde installiert und alles ist korrekt. Ja, nach der WSL-Installation sind wir auch schon bei Punkt 3 angekommen, der Docker-Installation. Dafür ganz einfach im Browser
nach Docker Desktop, Windows suchen und ja, die erste Suchmöglichkeit bietet gleich die Exe zum Herunterladen. Die kann man durch Get Docker Desktop hier ganz normal downloaden. Ich klicke es mal an. Ja, wir laden schnell die Exe runter. Und ja, wenn man das Ganze heruntergeladen hat, dann können wir die Exe auch gleich direkt ausführen. Wir öffnen die Datei. Und ja, führen die Exe aus, installieren quasi die Docker Desktop Umgebung, die notwendig ist, um die Container der Smartware später ja, zu bewegen, zu befördern. Das ist eigentlich so der Hintergrund vom Docker Desktop. Wenn jetzt die Docker Exe fertig installiert ist, dann startet unser System auch wieder automatisch neu. Ja, nach dem Neustart hat sich unser Fenster von Docker hier direkt automatisch geöffnet. Wir akzeptieren die Nutzungsbedingungen und ja, dann lädt Docker direkt weiter, öffnet sich. Und unser Ziel ist es jetzt hier oben über die Settings, über dieses Zahnrad, ja, die Ubuntu-Welt zu aktivieren. Dazu müssen wir auch ganz einfach dieses Zahnrad hier oben anwählen, ja, kurz den Dialog bestätigen und dann unter Resources auf der linken Seite die WSL Integration und dann Ubuntu einfach mit diesem Schieberaster hier nach rechts überschieben, bestätigen, dass es aktiv ist und mit Apply und Restart den ganzen Dialog bestätigen. Na, danach sind wir jetzt hier schon fertig und können ja direkt mit der Installation der Smartware weitermachen. Um jetzt die reine Smartware-Installation durchzuführen, braucht ihr lediglich die Run-Datei, die wir euch zur Verfügung gestellt haben. Die Run-Datei, die müssen wir jetzt in das Verzeichnis des Linux-Benutzers kopieren, den wir eingerichtet haben. Das hier ist unsere Run-Datei. Und um die Datei da jetzt rein zu kopieren, gehen wir direkt in unser Ubuntu-Betriebssystem, öffnen das und ja, wir sind jetzt direkt schon im Home-Verzeichnis des Users. Und wir geben jetzt hier einfach mal explorer.exe ein, Leerzeichen, Punkt, und springen jetzt direkt in den Windows Datei Explorer. Hier können wir jetzt unsere Run-Datei einfach reinkopieren. Ja? Und durch das Reinkopieren und Schließen können wir nochmal kurz bestätigen oder überprüfen, ob das auch alles gepasst hat, ob die Datei jetzt auch in dem jeweiligen Verzeichnis ist. Und wir sehen hier, okay, hier unten ist unsere Run-Datei. Ja, die Datei müssen wir jetzt ausführbar machen. Das Ganze machen wir mit chmod Leerzeichen plus x und dann dahinter / den Dateinamen, Smartware und die Version .run. Das Ganze haben wir durchgeführt. Und jetzt mit / einfach den Installer der Smartware starten. Ja, das ist jetzt ein selbst extrahierendes Programm, was jetzt in das User-Verzeichnis ja, extrahiert wird. Wir müssen jetzt hier noch kurz das Passwort eingeben. 9200 ist das. Können das Ganze natürlich jetzt auch wieder mit LL überprüfen. Sehen wir dann, dass die Datei erfolgreich ja, dahin extrahiert wurde. Das machen wir jetzt nochmal kurz. Yep, und da sieht man auch wieder, dass die Extraktion hier perfekt geklappt hat. Und anschließend wechseln wir mit Change Directory CD, Leerzeichen und dann die Smartware der Version in das Verzeichnis, wo wir es reinkopiert haben, um dann die Installation zu starten. Ja. Wir wechseln jetzt in das Verzeichnis direkt rein, genau, bestätigen das mit Enter. Und jetzt mit /, man sieht es schon hier, start smartware.sh, was wir oben vorgeschlagen bekommen. Damit starten wir jetzt die reine Installation der Smartware. Zu Beginn haben wir natürlich noch keine Container und Images hier vorhanden. Die werden jetzt gleich zu Beginn erstmal runtergeladen. Das kann ein paar Minuten dauern. Ich habe das Ganze jetzt erstmal gekürzt in dem Video, weil das bis zu 5, 6 Minuten ruhig dauern kann. Ne? Wenn die Installation dann am Ende ist, dann sieht man auch hier, dass die ganzen Postgre-Server und so weiter bestätigt werden müssen. Wir müssen bei der Firewall den Zugriff zulassen. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Und mit dem Status Done sieht man dann auch, dass unsere Installation geklappt hat. Ja. Das Ganze können wir natürlich jetzt am Ende nochmal kontrollieren. Das machen wir auch.
Dazu gibt es den Status der Smartware, den man erfragen kann mit /status smartware.sh. Und hier sehen wir auch, dass alle Container entsprechend ausgeführt werden und dass keine Fehlermeldung mehr kommt. Wir sind jetzt hier direkt mit allem fertig und unsere Smartware ist jetzt betriebsbereit. Das Ganze wollen wir natürlich auch nochmal live prüfen in unserem System. Wir gehen dafür einfach auf unseren Internet Explorer und geben hier mal localhost ein. Da gelangen wir direkt auf die Startseite unserer Smartware. Und siehe da, wir sind direkt drauf auf der Startseite von unserer Smartware Evaluation, können diese jetzt mal hier anklicken und kommen dann auch schon direkt automatisch in den Dialog zur Anmeldung bei unserer Smartware. In dem Fall ist das hier standardmäßig unser Benutzername Master, den gebe ich mal ein, mit dem Passwort noch bestätigen und dann sind wir auch schon direkt in der Smartware Evaluation eingestiegen. Wir können jetzt auch schon direkt hier starten und können unser erstes Varitron-System einbinden, indem wir in der Anlagengeräteübersicht das Gerät anbinden und dann die weiteren Einstellungen tätigen. Ja, das war jetzt der kurze Überblick, wie man die Installation durchführt, der Smartware Evaluation als reiner Admin. Ich möchte jetzt nochmal nachgelagert zeigen, wie man die Domain-User-Installation durchführt. Das heißt, ich bin ein ganz normaler Domain-Benutzer und führe die Installation dann mit Adminrechten durch. Wie das Ganze durchzuführen ist, das zeige ich jetzt direkt im Anschluss. In dem System an meinem Rechner bin ich jetzt ganz normal als Benutzer angemeldet, mein Benutzerkonto. Ich habe zuvor schon im BIOS die Visualisierungsfähigkeit aktiviert und starte jetzt auch direkt hier schon mit der WSL 2 Installation. Das Ganze geht genauso vonstatten wie bei der reinen Admin-Installation. Ich gehe in die Windows PowerShell rein und führe die zunächst erstmal als Administrator aus. Jetzt wird mein Bildschirm kurz schwarz, weil ich mein Admin-Passwort eingeben muss und meinen Admin-User. Das habe ich jetzt gemacht. In der PowerShell hier gebe ich jetzt auch wieder WSL Leerzeichen --install ein und starte damit das ganz normale Prozedere zum Installieren. Mit Enter bestätigen und auch hier werden wieder die Patches und die Kernels runtergeladen und anschließend Ubuntu. Ja, wenn jetzt die Installation abgeschlossen ist, bekommen wir auch gleich den Hinweis, dass wir einen Neustart durchführen müssen. Also schließen wir unsere PowerShell und starten den Rechner neu, um die Änderungen zu übernehmen. Unser System ist jetzt neu gestartet. Ich bin wieder ganz normal als Benutzer angemeldet und möchte mit meiner Installation fortführen. Dazu gehen wir auch direkt schon in die PowerShell rein. Diesmal bitte nicht als Administrator ausführen, sondern ganz normal per Doppelklick öffnen. Und zu Beginn wollen wir erstmal die Version von WSL auf Default zurücksetzen. Dazu WSL Leerzeichen --set -default Version 2 eingeben und mit Enter bestätigen. Das Ganze hat funktioniert. Und anschließend schauen wir erstmal, welche Versionen von Ubuntu online zur Verfügung stehen. Dazu geben wir ein WSL Leerzeichen --list --online, bestätigen auch wieder mit Enter und sehen schon hier, dass Ubuntu 16, 18 und 20 zur Verfügung stehen. Wir wollen natürlich mit der neuesten Version arbeiten. Um die Version von Ubuntu 20.04 nun zu installieren, müssen wir auch hier wieder WSL zu Beginn eingeben. Das machen wir jetzt direkt mal. Danach wieder ein Leerzeichen, --install, dann Leerzeichen -d und Leerzeichen Ubuntu und die Version wählen. Wir wollen, wie gesagt, 20.04 installieren. Das Minus nicht vergessen. Bitte immer auf die korrekte Schreibweise mit Kommastellen achten. Und ja, wir laden jetzt erstmal soweit alles herunter von Ubuntu 20.04. Das kann wieder 1-2 Minuten dauern, wie vorhin auch schon bei der reinen Admin-Installation. Man merkt aber hier schon, dass man hier 1-2 Schritte mehr machen muss im Vergleich zu vorher, was aber vom Prinzip her nicht schlimm ist, weil wir ja wissen, welche Schritte wir durchführen müssen.
Ja, Ubuntu öffnet sich jetzt direkt automatisch. Das heißt, die Installation wird fortgesetzt. Auch hier ist es wieder wichtig, dass wir einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben. Dazu werden wir automatisch von Ubuntu jetzt aufgefordert und ich habe jetzt hier wieder denselben Namen und dasselbe Kennwort wie bei der Admin-Installation gewählt von vorhin. Wenn wir das jetzt soweit durchgeführt haben, Passwort eingegeben haben und bestätigt haben, dann sind wir mit der Ubuntu-Installation an sich fertig und mit der WSL2-Installation, könnten direkt mit Docker weitermachen. Vorher wollen wir aber natürlich noch mal kurz prüfen, ob wir auch die richtigen Versionen installiert haben, gehen dazu in die PowerShell noch mal rein und geben auch hier wieder WSL Leerzeichen minus minus List Leerzeichen minus V für Version ein. Das Ganze bestätigen wir kurz und sehen dann WSL 2 und Ubuntu 20.04 arbeiten. Wir können also ganz normal jetzt weitermachen mit der Docker-Installation. Ja, wir haben jetzt auch hier wieder Docker Desktop for Windows gesucht über Google, haben die Exe heruntergeladen und führen sie gerade aus. Sobald die Files entpackt wurden und die Installation abgeschlossen ist, müssen wir auch hier wieder einen Neustart machen und sind dann mit dem Herunterladen von Docker soweit fertig. Docker wurde jetzt installiert, das passt soweit. Was jetzt nur noch fehlt, ist die Zuordnung von unserem Benutzer, mit dem wir uns als Domain-User hier immer anmelden bei der Dockers-Gruppe im System, um Docker ausführen zu können. Dazu gehen wir in die Computerverwaltung, um das Ganze zuzuordnen und öffnen dort dann lokale Benutzer und Gruppen. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir direkt auf die Gruppen, die bei uns existieren und direkt ganz unten ist die Docker Users Gruppe. Wenn wir die öffnen, dann fällt uns gleich auf, dass da lediglich der install-fb drin ist. Das ist unser Admin-Account, mit dem wir die Installation durchführen. Unser Benutzer, der Niklas.hack, der sich hier immer anmeldet im System, der ist noch nicht hinterlegt. Den müssen wir jetzt mit hinzufügen, in der Gruppe hinzufügen. Das Kennwort noch zum Bestätigen eingeben. Und wenn wir das gemacht haben, hier auch nochmal den Namen eingeben und über Namen überprüfen, gucken, ob der Benutzer existiert. Genau, der existiert. Mit OK bestätigen. Und jetzt sehen wir auch schon gleich, dass beide Benutzer in der Gruppe sind. Ich habe jetzt also das Recht, mit meinem Niklas Hack Domain-User auch Dockers auszuführen und zu öffnen. Wenn ich das gemacht habe, schließe ich alles wieder und mache abschließend nochmal einen Neustart. Nach dem Neustart haben wir jetzt diese Benutzerzuordnung von dem User-Domain Niklas Hack, den wir vorhin in der Docker-Gruppe zugeordnet haben, durchgeführt. Wir können also jetzt die Docker Desktop-Anwendung starten mit unserem ganz normalen Benutzer, mit dem wir uns hier anmelden. Geht auch hier wieder über das Zahnrad oben, über die Settings auf unsere Resources und können dort die WSL-Integration, also das Ubuntu-Betriebssystem, aktivieren. Im Prinzip ist das hier wieder derselbe Schritt wie vorher schon im Video gezeigt. Apply Restart betätigen und dann haben wir auch schon die ganze Vorinstallation, die wir vorher getätigt haben, mit dem reinen Admin-Account ebenso durchgeführt. An der Stelle jetzt können wir wieder exakt da anfangen, wo wir vorhin aufgehört haben. Das heißt, wir können mit unserer Smartware Run-Datei, die wir uns ins Ubuntu-Betriebssystem kopieren, die Installation der Smartware durchführen. Das ist wieder exakt das gleiche nun. Das werde ich jetzt nicht nochmal zeigen, weil wir das vorhin schon gesehen haben. Ja, vielen Dank für euer Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch die Installation unserer Smartware Evaluation ein wenig erleichtern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Prozessdaten auswerten mit unserer Smartware Evaluation. Ja, ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Für weitere News rund um den Varitron und unsere Smartware Evaluation könnt ihr auch gerne unseren YouTube-Channel abonnieren. Vielen Dank und bis bald, euer Niklas. Ciao.